Boing, 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 boing. Hopp, hopp. Boing, 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 boing. So. Jetzt sind wir hier wieder angekommen. When I got back to the house, it was quite late, so everyone was going to bed. For once Alice wasn't smoking her smelly tobacco, and was actually the first one asleep. And so, I actually felt quite peaceful, as I made myself comfortable for the night. Diese Musik. Gibt schon wieder Copyright-Verletzungen auf YouTube. Japan must have different clocks to us, as it was barely daybreak when Dr. Hiro's next communication came through. It was amazing. He really had managed to find a few other groups of survivors. "So, these are our saviors," said the French scientist. "A band of thieves, some old ladies and a little girl." "Well, they've done better than we have," laughed the big German man. "There are no bad robots where they are." The Frenchman smirked. Except for the three stood behind them. "Those are our friends," said Heather, quick as ever to defend us. "Guys, say hello." "So there is hope," said the American scientist. "The nice virus really does work. I've had Junior working on a similar virus, but the consciousness software is too well coded." "It's okay," said the old lady. "The virus really does work." The next day, Bad, hashtag error, data all over. There were a few problems, but with a bit of help from the old lady, everything eventually worked. However, by the time we were done, it was quite late, and, as Heather's nice virus code would take a few hours to compile, the old lady suggested we take it easy for the evening. She rummaged through her suitcase and pulled out a pack of what she called cards. For some reason this offended the blind man, who didn't want to play, and Mrs. Silton refused, as she seemed to think it was some kind of gambling. But everyone else gathered around the table. The old lady had explained that the rules involved lying, or bluffing, as she put it, so everyone would be trying to work out what each other's cards were. I think the pressure of playing got to Alice, as she folded almost straight away. At one point, Mr. Preston thought he had won, but he really hadn't. Spielen jetzt Karten? Sims sneaked Oh, Gesundheit. him away, which made us all laugh. At one point there was a very tense standoff. Mr. Silton had some very good cards, but not Oh, ein as good as Doppelpasch. Mr. Deck. Oh, er auch. War er das höhere? Soon, it came down to Mr. Logan, Heather, and myself. Then, just me and Heather. Despite having the best cards possible, I decided to let Heather win. I was so pleased how happy this made her. It was nearly midnight by the time the game finished, so most people got ready for bed, leaving just me, Mr. Preston and Mr. Logan. Mr. Preston was trying to explain his conspiracy theories. This made Mr. Logan laugh. "Barry already told you all that was nonsense," but Mr. Preston continued, "Don't listen to Silton, he's a proper c***." However, Mr. Logan still pointed out how flawed his logic was.
For one, everyone who he claimed was in a shadowy syndicate ruling the world from behind the scenes, with the same people who actually ruled the world, the Queen of England, the President of America, etc. He wasn't even swayed when Mr. Logan pointed out that these people had either been missing or dead since the war, so there was little chance anyone was even ruling the world these days. Mr. Preston paused briefly, then smiled the smile of a man confident in his own beliefs, and went to bed. Which left just me and Mr. Logan talking. He was an interesting man, but we'd never really chatted as he'd made it quite clear he didn't really like robots. He'd seen many friends killed by them during the war, so I could kind of see his point. I tried to explain that I had once accidentally killed an old man, and I still felt complete regret. That's good. You never really get over it, he said as he looked around. Time for bed. Good night. Träumen wir jetzt wieder? Natürlich. Und diesmal wenigstens, ich wollte gerade sagen, diesmal wenigstens keine Hindernisse. Zack, da sind sie. Das hier, yeah. Very early the next morning, a terrified-looking Dr. Hero appeared on the screen. Our defenses are nearly breached. The last door could go at any moment. We are nearly ready to broadcast the nice virus, said the old lady. But her expression soon turned to confusion. Where's the American scientist? They never saw it coming, said Dr. Hero. Just like here, thousands of robots, all attacking at once. Heather looked like she was going to burst into tears. There were no survivors, said the French scientist. It was all so quick. It was strange. Although we'd only spoken to the Americans once, I could tell everyone felt a huge Dr. Hans Olo. We may have a problem Das ist here der Deutsche. too, interrupted Sim. The robot server, it's become sentient. The computer that runs everything, he really is now he, or at least he thinks he is. The blind man explained that it was the wireless fidelity system that would have linked him to the 4 main robots. That's why they were all so clever, said the old lady. The network spread the intelligence around all 4 of them. Well, said Mr. Silton, 5 now. Sim explained I would need to force a power cycle on the server before we sent the signal. He's got so much control of the network now, he could probably shut the satellite back down before we'd even started setting it up. The old lady rummaged around in a few boxes. Here, she said as she gave me a passkey, take this, it'll get you into the observatory in the attic, that's where he is. Da sind wir wahrscheinlich ganz da oben, ne? Hm. Ich denke mal, wenn wir das Spiel durch haben, gehe ich mal von aus, dass wir dann noch den Rest durchsuchen werden. Zumindest, dass wir die Karte aufdecken werden. Okay, wo gehen wir denn jetzt am besten lang? Ja, erstmal hier. So, dann sind wir hier. Dann gehen wir natürlich links lang. Wir gehen erstmal links durch... Obwohl, warte mal. Können eigentlich auch eine Abkürzung geben. Können ja auch hier lang gehen. Und dann sind wir ja hier oben. Oder? Ja. So, und jetzt kommen wir nach rechts, zack, und dann kommen wir da irgendwie hoch. Uiuiui.
Okay, wollen wir hier rein? Nein, wir wollen ganz nach oben. So, kann ich auch einfach so machen. So, da kriegen wir erstmal ein paar frische Schilde. So. Und von hier aus wollen wir jetzt mal hier rumgucken. Haben wir hier überhaupt? Da haben wir eine Tür. Führen die andere Türen. Ach so, da unten links. Aber die interessiert uns erstmal gar nicht. Wir wollen nämlich hier rein, ne? Yes. Und jetzt wollen wir da oben irgendwo hin. So. Ah nein, also bringt ja gar nichts. Rüber. Wollen wir hier überhaupt rüber? Ich weiß es nicht. Habe ich noch einen Schluck? Okay. Also lassen wir uns erstmal gucken, wo die Tür überhaupt ist. Oder? Von da kam ich ja jetzt. Bin jetzt hier hoch. Wir werden ja sehen. Wir fliegen erstmal in irgendeiner Tür rein. Das Ding ist, ich komme hier nicht durch. Kann ja nicht. Ich kann nur so machen. Das ist eigentlich nicht Ziel und Sinn der Sache, aber egal. Scheiß drauf. Solange wir es schaffen. Okay, wo sind wir hier? In irgendeiner Sackgasse. Hauptsache hier Kohle. Oh. Na komm. Okay, das war zwar nicht Ziel. Da oben haben wir nichts, ne? Ja, da komme ich doch auch schon wieder so nicht durch. Irgendwie laufe ich falsch, oder? Ich hätte irgendwie andersrum gemusst. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Da unten wäre jetzt zwar noch eine Sackgasse gewesen. Aber egal. Ich habe keine Schilder mehr. Das ist nicht so ganz egal. Wow. Backe was? Warte, lass mich erstmal gucken, was hier überhaupt abgeht. Wir müssen da auf jeden Fall hin. Guck mal, das noch. Das ist noch ein Versteck, oder nicht? Okay, wir können auf jeden Fall, wenn ich jetzt hier runter springe, hart abkürzen geht hier gar nicht. Ja, dahin und dann zack, zack, zack. Ja, das würde gehen. Oder dann würden wir alles verpassen. Also wir würden ja das ganze Level quasi verpassen. Das Bruder. Warum mache ich mir eigentlich Sorgen? Ich kriege doch hier eh nichts gebacken. Oh, kann ich nicht schnell genug doch. Wollte schon sagen. So, jetzt sind wir hier. Das wollte ich nämlich. Ja, sind wir nicht hier ein bisschen falsch? Warte mal. Oh, Planeten und Sonne und Mond und was? Okay, und jetzt hier springen. Oh. Also diesen Winkel einzuschätzen. Oh Gott. Den könnte man eventuell gebrauchen. Ich weiß das noch nicht. So, jetzt erstmal. Was passiert, wenn ich hier reingehe? Gar nichts, weil ich da nicht reinkomme, ne? Ist noch ein Kaffee? Wird wohl ein langer Streamtag, wa?
Wenn mir so viel Kaffee gibt. 12 Stunden Stream incoming. Wuhu. So. Ha. Ha. Okay. Okay. Hab das Ding zwar nicht verstanden, aber... Ui. Oh, Save Point. Okay, alles klar. Oh, wie soll man das denn überleben? So, jetzt müssen wir eigentlich safe sein, ne? Also eigentlich kann man nicht mehr sterben. Das sieht mir so nach Endgegner da oben aus. Der Weg dahin allein schon. Sieht mir so höllisch aus. Okay, wie kommen wir denn? Kommen wir jetzt da denn hin? Oh, okay. So geht das auf jeden Fall. So. Und jetzt zack. Oh, warum läuft er denn nochmal weiter? Halt dich doch fest! So, und jetzt? Oh, warum läuft er denn? Ich muss in die andere. Nein, warum? Achso. Okay, da muss ich. Kannst du nicht. Soll ich das Ding vergessen? Zum Glück haben wir keine 10 Minuten Uhr, die hier mitläuft. Zack. Ach lol, hier sind Sprungfedern. Ich dachte, ich muss hier irgendwie schräg irgendwie da. Okay, da ist ja nur Müll, der Weg, ne? Wir gehen ihn trotzdem. Vielleicht reicht Magnet ja. Nein, reicht nicht. Muss wirklich so. Das tut man nicht alles hier für Müll. Und jetzt wieder zurück. Wenn mir nichts passiert, ist ja alles gut. Aber war ja klar. Wenn es einmal gut läuft. Geschafft. Lauf, Johnny! Scheiße! Lauf! Oh, was ist das denn? 16. Das ist so ein 16K-Ding. Wie ist das denn? Will das haben? Okay, wie komme ich da denn am besten ran? Oh, ich weiß. Jetzt. Nein, jetzt. Alle. Was? Jetzt hier, Luftballons. Oder auch nicht. Ich denke mal durch so ein... Komme ich da denn jetzt ran?
Ich kann mir höchstens vorstellen, dass ich mich hier opfern muss, um da ranzukommen. Hier. Nee, das schaffe ich nicht. Nee. Der Luftballon geht jedes Mal tot. Komme ich denn daran? Ich kann mir nur vorstellen, dass ich irgendwie so einen Sprung machen muss, wo der Winkel wie vorhin mit der Kugel, aber da war ich auf der Kugel, ne? Warte, bevor wir hier rausgehen. Also hier sind wir safe. So auch nicht. Oh Mann! Tch. Toll, jetzt habe ich das Leben verschwendet und komme jetzt ohne Leben wieder. Kommen wir da an die 16K ran? Wenn das auch so einfach nur mit Luftballon gehen würde. Einfach so, wie. Wie komme ich daran? Ich will auch nicht einfach so springen, weil diese scheiß Flamme. Ja! Ah, Fleisch. Warte mal. Mit Anlauf! Oh, das war doch hier aber Millimeterarbeit. Zu spät abgesprungen. Boah, Junge, das war aber Millimeterarbeit hier. Aber wir haben sie. Das ist das, was wichtig ist. Hab mich jetzt extra treffen lassen, damit ich hier noch so einen Joker krieg. Okay. Das ist der vorletzte Raum. Soweit ich das sehen beurteilen kann. Alles klar, mein Leben ist wieder weg.